Heute kommt der Patch 1.6.1 für Assassin's Creed Valhalla raus. Er bringt ein neues Gebäude für die Siedlung, natürlich die Gräber der Gefallenen 2.0 und viele weitere Neuerungen und Änderungen. Alle Details schauen wir uns heute im Video an. Es geht heute endlich los und zwar um 14 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch den Patch runterladen, vorausgesetzt er ist da wirklich für alle verfügbar. Ihr wisst ja, wie das ist. Der ganze Patch wird eine Größe zwischen 1,6 und 11,9 GB haben. Das hängt von eurer Plattform ab. Ihr seht ja hier PC 9,12 und PS5 1,6 GB. Starten wir doch mal mit der ersten Änderung in der Siedlung, nämlich der Runenschmiede. Die kriegen wir natürlich, das wurde von Assassin's Creed schon vor ein paar Tagen revealed und ihr müsst die Siedlung auf Level 4 bringen. Dann könnt ihr diese Siedlung bzw. das Gebäude bauen, nicht die Siedlung. Und es funktioniert ungefähr so, dass ihr die Perks von euren Waffen zu Runen tauschen könnt. Irgendwie so funktioniert das. Wie das am Ende dann wirklich funktioniert, das weiß ich nicht. Ob diese Waffen dann verschwinden, das weiß ich nicht. Das ist hier nicht so wirklich detailliert dargestellt. Ich werde euch aber morgen natürlich live, beziehungsweise auch dazu ein Video dann deliveren, also bringen, wie das Ganze dann funktioniert. Ihr müsst dafür Silbermünzen bezahlen und das war's dann eigentlich. Ich kann mir also vorstellen, dass wir spezielle Perks an den Waffen oder an den Rüstungsgegenständen zu speziellen Runen tauschen können. Bedeutet also, wir haben dann vielleicht Motivation, in die weite Welt von England zu gehen, um gewisse Waffen zu sammeln, die gewisse Perks haben, sodass wir zum Beispiel nur Feuerrunen bekommen. So kann ich mir das vorstellen. Oder dass wir halt nur Crit-Chancen-Runen bekommen. Aber dafür müssen wir halt spezielle Waffen mit speziellen Perks sammeln. Also das kann ich mir halt vorstellen. Was auch noch interessant ist, ihr könnt die Runen oder generell Runen an sich bei diesem Händler für Silber verkaufen. Wenn da jetzt aber 50 Silber pro Rune rausspringt, dann bin ich euch ehrlich, natürlich lohnt sich das natürlich nicht. Runen bzw. Waffen aus den DLCs funktionieren dabei nicht. Ihr könnt also keine DLC-Waffen hier bei diesem Runenschmied verwenden oder eintauschen. Das geht irgendwie nicht. Und dann kommt natürlich die größte und wichtigste Änderung, auf die ihr euch freuen könnt, nämlich die Gräber der Gefallenen Pack 2. Das Ganze ist dann auch ab heute verfügbar und wird uns in verschiedene Welten bringen, nämlich 3 weitere Grabstätten, sage ich jetzt mal, 3 weitere Runen, Odin-Runen, die wir öffnen können. Und hier ist die Rede von tiefen Gewässern, Molten Lava, also geschmolzene Lava und ISO-Teachings, also wahrscheinlich Orte mit ISO-Architektur, wo wir Rätsel lösen müssen und Puzzle natürlich. Heißt also, wir haben 3 verschiedene Gräber mit 3 verschiedenen Stilen. Darauf freue ich mich sehr, das klingt sehr abwechslungsreich, aber mehr ist hier natürlich auch noch nicht gesagt worden, nur, dass wir only the most dedicated adventurers will discover buried secrets from a fallen civilization. Wir werden natürlich die Geheimnisse der ISO entdecken hier, das ist schon mal klar und wir haben auch ein neues Bild. Neben dem Bild, was wir schon in der Roadmap gesehen haben, haben wir hier jetzt die liebe Eivor mit 2 neuen Waffen. Eine Waffe, da habt ihr mich darauf hingewiesen, die ist schon neu, die gibt es schon. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für eine Waffe das nochmal ist. Sieht auf jeden Fall sehr Origins-lastig aus und in der rechten Hand trägt sie eine Axt, die mir auch unbekannt ist, die aber so ein bisschen aussieht wie Black Flag orientiert, weil da so eine Art Oktopus, glaube ich, dran ist. Ja doch, jetzt erkenne ich sogar den Kopf tatsächlich. Das ist vielleicht eine Hommage an Black Flag. Was wir im Hintergrund sehen, ist wahrscheinlich eine dieser 3 Welten, nämlich diese ISO-Teachings, die jetzt hier in den Patch Notes erwähnt wurden. Also wahrscheinlich ein Rätsel mit Licht vielleicht. Wir müssen diese 4 Löcher vielleicht anstrahlen oder ähnliches. Bin ich mir nicht sicher, aber das kann ich mir vorstellen, dass das die Welt ist und es sieht schon sehr vielversprechend aus. Vielleicht ist das auch schon ich sag mal, der Ausgang hinter dem großen Tor. Also vielleicht ist Eivor hier schon durch das Tor gegangen und sie ist da in der Schatzkammer. Übrigens, für alle, die noch keine Gräber der Gefallenen gespielt haben, ihr könnt das Ganze starten, sobald ihr Hrefna-Torp, freigeschalten habt, müsst also kein Siedlungslevel dafür erreichen. Was ihr allerdings erreichen solltet, wäre hier ein Abo auf diesem Kanal dazulassen, wenn euch dieses Video bisher geholfen hat. Ich werde nämlich zu den Gräbern der Gefallenen auch Videos produzieren. Verpasst ihr also nicht und mit einem Abo ist das ganz easy, das nicht zu verpassen. Aber machen wir weiter in dem Plan. Wir haben nämlich noch mehr, was wir bekommen morgen, beziehungsweise heute. Ich nehme das Video ja einen Abend vorher auf. Und zwar, das kam ein bisschen überraschend, Rewards zu AC15. Also zum 15-jährigen Jubiläum gibt es Siedlungsbelohnungen. Hier sind jetzt 2 abgebildet auf diesem Bild und auch ein Tattoo, wie ich sehen kann. Das Tattoo-Set, bin ich euch ehrlich,
Ja, kann man machen natürlich, muss man aber nicht. Das Ganze ist alles kostenlos natürlich. Was hier sehr, sehr cool aussieht, ist definitiv diese Statue mit dem Assassinen. Das ist echt nice. Rechts mit dem Siedlungsbaum. Ja gut, kann man machen, muss man aber nicht. Der ist ganz nett, auch mit den goldenen Eichenblättern. Aber die Statue ist schon das Highlight, das kann man schon sagen. Die kann man sich schon mal in die Siedlung stellen. Und dann nach einer gewissen Wartezeit geht es am 20. Oktober los mit dem Oscoraya Festival. Das kennen wir natürlich schon, ist dieses Jahr in die zweite Runde gegangen und wird wahrscheinlich wieder verschiedene Spiele haben. Die Quest wird wahrscheinlich dieselbe sein, aber die Minispiele könnten vielleicht ein wenig abgeändert sein. Wir haben hier ein kleines Bild mit diesem Apfelpunsch, wo man mit dem Mund etwas rauspicken muss. Wahrscheinlich verschiedene andere Minigames auch noch, die ich mittlerweile vergessen habe, weil das Oscoraya Festival letztes Jahr für mich ja in Ordnung war. Ich weiß nicht, wie eure Meinung zu dem Festival ist, könnt ihr mir gerne mal wissen lassen, beziehungsweise mir in die Kommentare schreiben, aber es gibt halt Rewards, 2 davon sieht man hier auf jeden Fall, unter anderem nämlich ein Flegel und eine Axt im, ich sag mal, Zorn der Droiden, der Stil, also so ein bisschen knochig, mit ein bisschen Blut dran, ist ganz nett. Vielleicht haben die auch nice Perks, das wissen wir natürlich noch nicht, erst ab morgen um 14 Uhr. Natürlich wurden auch Bugfixes und Veränderungen durchgeführt. Einige davon werde ich euch jetzt kurz nennen, die restlichen Punkte findet ihr natürlich hier in der Beschreibung bei mir. Dort gibt es einen Link zu den Patch Notes. Und zwar ist hier ein Punkt, der wirklich schwierig war, glaube ich, für viele im Zorn der Droiden DLC, wenn man nämlich Baylor, also Spoiler, danke, den Endgegner mit einem Stun besiegt hat oder mit einer Stun-Attack, dann ist es einigen passiert, dass es nicht weitergegangen ist. Das heißt, dass ihr dann stecken geblieben seid. Im Main-Game ist es einigen Spielern passiert, dass die Medaillons von den Ordensmitgliedern, nachdem man sie besiegt hat, nicht in eurem Inventar aufgetaucht sind. Und das ist natürlich für den Verlauf der Geschichte maßgeblich entscheidend. Das sollte jetzt behoben sein. Fürs Oscoraya Festival wurden laut den Patch Notes hier auch Dinge behoben. Hier steht Various Fixes for the Returning Oscoraya Festival Event. Also einige verschiedene Behebungen für das wiederkommende Oscoraya Festival. Gucken wir mal, ob das Ganze dann verbuggt ist für die meisten oder nicht. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, wir haben hier noch mehr Punkte. Bei den Waffen und beim Inventar haben wir einige Punkte, und zwar viele Sachen wurden einfach dupliziert. Das können Waffen gewesen sein, beziehungsweise auch Tattoos. Bei den Waffen hätte ich gesagt, ach wieso, hätte doch mal drin lassen können. Aber bei den Tattoos wäre das, glaube ich, ziemlich störend, wenn du irgendwann so 10 bis 20 Mal dasselbe Tattoo hast im Inventar, wenn du irgendwas Spezielles suchst. Dann gab es die Waffen, die ihr zum Beispiel in Wagens Shop gekauft habt bei den River Raids. Die sind einfach wieder im Shop aufgetaucht. Das heißt also, ja, ihr hättet sie unendlich oft kaufen können. Es gab einige Animationsprobleme bei den aufgeladenen Angriffen. Und außerdem gab es noch einen Echo-Effekt, wenn ihr mit Räder gesprochen habt. Das heißt also, die Soundqualität war so schrecklich, dass irgendwie das so klang, als wäre Räder in so einer riesigen Halle. Was ich fast vergessen hatte, was extrem wichtig ist eigentlich, was jetzt behoben sein sollte, und zwar bei den River Raids, konntet ihr euer Schiff hier upgraden, ja, den Laderaum. Und bei einigen Spielern ist es passiert, dass ihr nicht mehr als 200, Einheiten im Schiff haben konntet, obwohl alles abgegradet war. Und das sollte jetzt behoben sein. Und der oder die gute Eivor trinkt nicht mehr, bevor ihr ins Spiel springt, denn das ist bei einigen passiert, nachdem sie das Spiel geladen haben. Ja, ziemlich interessant. Und das waren auf jeden Fall alle großen Änderungen. Wenn ihr noch weitere Punkte habt, die euch aufgefallen sind oder die euch jetzt auffallen, dann lasst es mich gerne wissen. Ich denke mal, ab 14 Uhr könnt ihr es runterladen, aber ihr wisst ja, es dauert immer ein bisschen. Sonst freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen, zum Beispiel bei den Gräbern der Gefallenen. Ich bedanke mich für euren Support. Wenn ihr mich abonniert habt, vergesst nicht die Glocke. Ihr wisst, da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.